Die Sache, die ich auf diesem Kanal am liebsten mache, ist euch alte, unbekannte und obskure Dinge vorzustellen. Warum auch über Sachen reden, die schon jeder kennt und zu denen es schon haufenweise Videos gibt. Mein bisheriges Lieblingsvideo von mir selber ist diese Review zum Manga Sakigake Otokojuku. Das ist weder ein besonders guter noch relevanter Manga, aber es hat Spaß gemacht, einfach mal ein Video über etwas Ungewöhnliches zu machen. Das Video, was ihr jetzt gerade seht, wird einige Parallelen zum Otokojuku-Video aufweisen, was auch nur passend ist, denn der Manga, um den es hier gehen wird, hat nämlich selber gewisse Gemeinsamkeiten mit Otokojuku. Und zwar geht es um den Shonen-Manga Kinnikuman, welcher alles andere als bekannt ist, zumindest hier im Westen. Und das, obwohl es sich hierbei ohne Übertreibung um eine der wichtigsten Jump-Serien überhaupt handelt. Und ich sogar so weit gehen würde, dass jeder von euch, der sich als Shonen-Fan bezeichnet, von dieser Serie wenigstens mal gehört haben sollte. Es gibt einfach ein paar außergewöhnliche Jump-Serien, welche ganz besonders ikonisch sind und das Magazin nachhaltig geprägt und sich auch sonst stark auf die japanische Popkultur ausgewirkt haben. Unter anderem Dragon Ball, One Piece, Hokuto no Ken, Slam Dunk, Otoko Ippiki Gaki Daisho, dazu möchte ich irgendwann eventuell auch mal ein Video machen, und zu guter Letzt Kinnikuman. Kinnikuman, was auf Deutsch Muskelmann bedeutet, lief von 1979 bis 1987 in der Weekly Shonen Jump und erzählt die Geschichte des tollpatschigen Superhelden Kinnikuman bzw. Suguru Kiniko, wie er eigentlich heißt, welcher meistens mehr Chaos anrichtet als er verhindert. Kreiert wurde das Werk von dem Mangaka-Duo Yude Tamagu, was auf Deutsch gekochtes Ei bedeutet, welches aus dem Zeichner Yoshinori Nakai und dem Autor Takashi Shimada besteht. Der Manga beginnt als eine Art Superhelden- und Riesenmonster-Parodie, entwickelt sich aber später zu einem Wrestling-Manga, in dem sich Superhelden mit verrückten Schurken wie Aliens oder Dämonen in Kampfturnieren messen. Recht früh begegnet Kinnikuman seinen lange verschollenen Eltern und findet heraus, dass er in Wirklichkeit ein Außerirdischer vom Planeten Muskel ist und dass er sogar der Prinz dieses Planeten ist. Weil er als Kind so hässlich aussah, haben ihn seine Eltern für ein Schwein gehalten und ihn versehentlich auf der Erde zurückgelassen. Interessanterweise ist Kinnikuman damit einer der ganz wenigen Shonen-Protagonisten, welcher beide Elternteile hat. In den meisten Serien dieser Art hat der Held entweder gar keine Eltern oder nur einen Elternteil. Im Laufe der Serie entwickelt sich Suguru aber von einer Lachnummer zu einem ernstzunehmenden Held und wird am Ende sogar König seines Heimatplaneten. Eine Besonderheit am Kinnikuman-Manga war, dass Leser eigene Ideen für Superhelden und Bösewichte einsenden konnten, welche es mit etwas Glück tatsächlich in die Geschichte geschafft haben. Viele davon sind nur kurz zu sehen oder wurden auf einer separaten Seite vorgestellt, aber viele haben es auch zu richtig wichtigen Hauptfiguren geschafft oder wurden mit den Ideen anderer Leser zu einer neuen Figur kombiniert. Und da ihr euch sicher vorstellen könnt, dass dieser Manga hauptsächlich von 10-jährigen Kindern gelesen wurde, führte das zu absolut bizarren und abgefahrenen Charakterdesigns, was wohl auch der Hauptreiz dieser Serie ist. Es gibt zum Beispiel einen Charakter, welcher eine Toilette als Kopf hat. Ach ja, ihr kennt ja wahrscheinlich auch Panda Man, dieser eine Gag-Charakter aus One Piece, der sich öfters mal im Hintergrund einer Folge versteckt. Wusstet ihr, dass Panda Man ursprünglich aus diesem Manga stammt? Oder der Mangaka von One Piece hat nämlich, als er klein war, auch Kinnikuman gelesen und eine eigene Figur entworfen, nämlich Panda Man. Dieser hat es auch zu einem kleinen Auftritt in den Manga geschafft und Oda hat die Figur dann viele Jahre später für One Piece wiederverwendet. Am Anfang der Handlung hat Suguru die Kraft, sich in einen Riesen zu verwandeln, wenn er Knoblauch isst. Außerdem kann er einen Energiestrahl namens Kiniko Flash abfeuern, welcher wohl eine Parodie auf den Ultra Flash von Ultraman sein soll. Spätestens ab dem Punkt, an dem sich die Serie statt auf Comedy mehr auf Action fokussiert, entwickelt er aber seine ganz eigenen und originellen Attacken. Das führt allerdings zu einigen Logikfehlern, denn unter anderem können Kinnikuman und seine Freunde am Anfang des Mangas noch fliegen, in den späteren Arcs aber nicht mehr. Ich schätze mal, dass es damit zu tun hat, dass der Begriff Shoujo im Laufe der Serie anders interpretiert wird. Shoujo bedeutet nämlich so etwas wie Superheld, Supermensch, Übermensch oder sowas und wird anfangs einfach nur als Synonym für Helden verwendet. Später werden Shoujo aber als menschenähnliche, aber dennoch komplett separate Lebensformen dargestellt, welche Menschen mit Hilfe von Wrestling beschützen. Das erklärt auch, wieso die Figuren zuerst noch wie traditionelle Superhelden aus westlichen Comics dargestellt werden, daher die Flugfähigkeit wie Superman und die späteren Shoujo damit nicht mehr viel gemeinsam haben. Das kann man auch gut daran erkennen, dass Kinnikuman später keinen Cape mehr trägt, sondern ein typisches Wrestling-Outfit. Nur schade, dass es später einige Momente gibt, in denen die Fähigkeit zu fliegen sehr praktisch gewesen wäre und viele Probleme damit gar nicht erst entstanden wären, zum Beispiel wo Kinnikuman einen riesengroßen Berg hochklettern muss. Das Konzept der Chojin ist auf jeden Fall ziemlich vage. Zum Beispiel wird später auch enthüllt, dass Menschen auch zu Chojin aufsteigen können, wenn sie ein bestimmtes Ritual ausführen. Kinnikuman ist einer der allerersten Fighting-Shonen überhaupt.
Fast alle Klischees und Tropen, die man mit Shonen verbindet, stammen ursprünglich aus diesem Manga. So ziemlich der einzige ähnliche Manga, welcher noch älter ist Rinni Kakero von 1976, welcher ganz am Anfang in Kiniko Man sogar erwähnt und parodiert wird. Allerdings gibt es kaum Übersetzungen von diesem Manga und man findet nur wenige Informationen darüber, weshalb ich dazu nicht so viel sagen kann. Es kann also gut sein, dass manche Dinge, die ich fälschlicherweise Kiniko Man zuschreibe, eigentlich hier zum ersten Mal vorkamen. Ich weiß wohl, dass das Klischee, den Namen einer Attacke zu brüllen, aus Rinni Kakero stammt. Was aber definitiv nicht stimmt, ist, dass Akira Toriyama mit Dragon Ball sämtliche Shonen-Klischees im Alleingang erfunden hat. Das ist nämlich etwas, was viele Anime-Fans ja sehr gerne behaupten. Wenn überhaupt, hat Dragon Ball viele Dinge von früheren Shonen-Manga übernommen und entweder verbessert oder einfach Mainstream-tauglicher gemacht. Hier mal eine kleine Kostprobe an Gemeinsamkeiten zwischen Kiniko Man und Dragon Ball, die mir beim Lesen aufgefallen sind. In beiden Serien geht es um einen trotteligen Helden, dessen übermenschliche Stärke damit erklärt wird, dass er in Wirklichkeit ein Außerirdischer von einem anderen Planeten ist. Es gibt einen Prinzen, welcher nach seinem Heimatplaneten benannt ist. Die Geschichten beginnen beide humorvoll und werden mit der Zeit ernster und actiongeladener. In beiden Serien spielen Kampfturniere eine große Rolle und bei beiden wird in einem dieser Turniere ein dämonischer Schurke eingeführt, welcher gewisse Ähnlichkeiten zum Teufel aufweist und später dann zum Anti-Helden und danach zu Teil des Teams wird. Beide Serien haben ein Power-Level-System, bei dem die Kampfkraft als Zahl angegeben wird und sogar der Begriff Kamehameha kommt in beiden vor. Na gut, letzteres stimmt nur so halb, denn in Kiniko Man gibt es einen Charakter namens Prinz Kamehame und sowohl der Move aus Dragon Ball als auch dieser Charakter sind nach dem hawaiianischen König Kamehameha benannt. Allerdings finde ich es äußerst bemerkenswert, dass dieser Begriff so ikonisch in der Welt der Anime und Manga ist und für immer mit Dragon Ball assoziiert wird, obwohl es bereits ein paar Jahre vorher einen Charakter mit fast den gleichen Namen in einem ganz anderen Manga gab. Natürlich hat Toriyama trotz allem einen sehr einflussreichen Manga in diesem Genre gezeichnet, aber der war halt nicht der einzige und vor allem nicht der erste. Es macht in meinen Augen also keinen Sinn, nur von Dragon Ball zu sprechen, wenn es um bedeutende Shonen von damals geht und Kiniko Man mit keinem einzigen Wort zu erwähnen. Allerdings kann ich es der Anime- und Manga-Community auch nicht wirklich übel nehmen, da die meisten Kiniko Man ja überhaupt nicht kennen, denn schließlich lief die Serie nie bei uns in Deutschland und den Manga gibt es auch nur als Fanübersetzung. Höchstens in den USA könnte der ein oder andere das Franchise kennen, weil dort nämlich die Sequel-Serie Kiniko Man Nisei unter dem Namen Ultimate Muscle lief und es außerdem Kiniko Man Spielzeug und auch Videospiele gab, allerdings ebenfalls unter anderem Namen. Kiniko Mans größte Stärke ist, wie wahnsinnig abgedreht die Handlung ist. Wie ich ja schon erwähnt habe, sind die Figuren und deren Designs echt verrückt, was es zwar manchmal etwas schwer macht, diesen Manga ernst zu nehmen, allerdings ist es halt Teil des Charmes. Trotz allem gibt es aber eine Menge cooler Figuren, ähnlich wie zum Beispiel bei One Piece, Dragon Ball oder ähnlichen Serien, wo man ja auch absurde Charaktere hat, aber eben auch welche, die einfach lässig sind und richtig Eindruck hinterlassen. Wobei Kiniko Man insgesamt wohl schon etwas stärkeren Fokus auf Absurdität legt, im Vergleich zu den meisten Shonen. Und da passt das Wrestling-Setting genau richtig, weil man da ja schließlich auch seinen Disbelief suspenden muss, wie man auf Englisch wohl sagen würde. Man muss allerdings wirklich ein gewisses Faible für sowas haben und ich würde mal behaupten, die meisten Anime- und Manga-Fans stehen nicht so auf Dinge, die zu überzogen sind. Selbst JoJo's Bizarre Adventure ist für viele schon zu verrückt. Kiniko Man, der Manga für Leute, für die JoJo zu normal ist. Ein weiterer Aspekt, welchen ich an Kiniko Man sehr mag, ist diese stetige Entwicklung, die dieser Manga durchläuft. Wie schon erwähnt, ist der Anfang des Mangas noch ziemlich albern und wird erst im Laufe der Zeit zu einer Actiongeschichte mit etwas ernsterem Plot. Aber auch mit jedem weiteren Arc legt das Mangaka-Duo immer noch eine Schippe drauf und man merkt, dass sowohl die Qualität der Zeichnungen und auch die der Handlung immer besser werden. Kiniko Man erreicht zwar ein Level, wo man von Tiefgründigkeit oder so reden kann, aber es ist trotzdem schön zu sehen, dass der Manga nie stagniert, sondern sich immer weiter steigert und sich immer mehr traut. Das spiegelt sich auch gut in Suguru selber wider, welcher am Anfang wegen seiner unbeholfenen Art und seines dämlichen Charakterdesigns nur schwer ernst zu nehmen ist, sich aber im Laufe der Zeit zu einem unironisch coolen Protagonisten entwickelt. Dieser Trend wird übrigens in den Sequels von Kiniko Man fortgesetzt. Sowohl Kiniko Man Nisei aus den späten 90ern als auch das 2011er Sequel der ersten Serie fühlen sich ein ganzes Stück hochwertiger und moderner an als der alte Manga. Und das ist wirklich keine Selbstverständlichkeit. Andere Sequels von ikonischen Serien wie Dragon Ball GT und Dragon Ball Super oder auch Boruto und andere ähnliche Werke fühlen sich eher wie billige Kopien der Originale und wie reine Geldmacherei an. Meist sind nicht einmal mehr die alten Mangaka daran beteiligt und das merkt man auch stark an. Aber bei Kiniko Man liefert das originale Mangaka-Duo Yude Tamago bis zum heutigen Tag richtig starke Kapitel ab, welche dem Original von 1979 in nichts nachstehen,
Und das sogar mit einem etwas erwachseneren Storytelling und einem deutlich saubereren Artstyle. Ein weiterer kleiner, aber feiner Unterschied zu früher sind die Figurendesigns. Die Ideen für Charaktere stammen zwar nach wie vor von den Lesern, aber dass der Manga nicht mehr von kleinen Kindern, sondern inzwischen von Männern im mittleren Alter gelesen wird, erkennt man auch am Look der neuen Figuren, welche nicht mehr ganz so abgefahren wie damals sind, sondern stattdessen eher eine subtilere Coolness ausstrahlen. Es fühlt sich also wirklich so an, als ob der Manga mit seinen Lesern reift und erwachsener wird, und das kann man von Sachen wie Dragon Ball Super definitiv nicht behaupten. Übrigens ist Kinnikuman seit dem Nisei-Manga nicht mehr in der Shonen-Demografie, sondern gehört nun zu den Seinen-Mangas. Er ist somit also für eine ältere Zielgruppe bestimmt. Der Manga wird deswegen auch nicht mehr in der Weekly Shonen Jump veröffentlicht, sondern in der japanischen Version von Playboy. Was? Nani? Ich weiß zwar selbst nicht so ganz, was ich davon halten soll, aber zumindest wollte ich euch diesen Fun-Fact nicht vorenthalten. So ganz ohne Makel ist Kinnikuman allerdings auch nicht. Da dieser Manga aus einer anderen Zeit stammt, könnt ihr euch sicher vorstellen, dass es so einige Aspekte gibt, die nicht besonders gut gealtert sind. Es gibt sogar eine ganze Menge Dinge, die man an diesem Manga kritisieren kann. Auch wenn ich trotzdem der Meinung bin, dass die positiven Aspekte insgesamt überwiegen. Manche Dinge sind einfach schlecht geschrieben und klischeehaft und andere Sachen können für bestimmte Zuschauer sogar potenziell anstößig sein. Fangen wir mit dem ersten an. Ähnlich wie in Sakigake Tokujuku gibt es so gut wie keine Figuren, die permanent tot bleiben. Szenen, in denen sich Charaktere auf heroische Art opfern, um ihre Freunde zu schützen, werden dadurch ziemlich entwertet, weil am Ende ja jeder lebendig zurückkommt. Die Kämpfe haben allgemein oftmals eine sehr fragwürdige Logik, was durch das Wrestling-Setting und die allgemeine absurde Darstellung wieder ein wenig relativiert wird. Aber ein Hunter x Hunter darf man hier echt nicht erwarten, was die Action angeht. Aber reden wir mal über die deutlich größeren Probleme, die Kinnikuman hat. Zuerst einmal die Darstellung von Frauen ist ziemlich mangelhaft in diesem Manga. Weibliche Figuren tragen kaum etwas zur Handlung bei und tatsächlich gibt es keinen einzigen weiblichen Shōnen in der kompletten Serie. Nicht einmal Nebenfiguren, die nur am Rande vorkommen, sondern wirklich überhaupt keine. Das ist ja sowieso die Achillesferse von den meisten Shōnen, aber hier ist es besonders krass. Ich habe zwar gehört, dass in Kinnikuman Nisei ein paar gute weibliche Charaktere vorkommen sollen, aber das kann ich nicht nachprüfen, weil ich diesen Manga noch nicht gelesen habe. Ebenfalls sehr kritisch sehe ich die Darstellung verschiedener Randgruppen in Kinnikuman. Es gibt zum Beispiel einen kleinen Abschnitt ganz am Anfang des Mangas, welcher aufgrund der Darstellung indigener Völker aus modernen Releases von Kinnikuman entfernt wurde. Aber keine Sorge, dieser Abschnitt ist weder wichtig noch sonderlich spannend. Ich finde es aber ungewöhnlich, dass man ausgerechnet diesen Teil zensiert hat, weil es in meinen Augen noch deutlich heftigere Dinge später gibt. Zum Beispiel gibt es einen Abschnitt, wo Kinnikuman undercover andere Wrestler ausspioniert und zu seiner Verkleidung gehört, dass er seine Haut dunkler färbt. Das, in Kombination mit Kinnikumans dicken Lippen, erinnert mich ziemlich stark an Blackfacing. Später hat Suguru auch einen Tag-Team-Partner namens Kinnikuman Great, welcher ein rotes Kostüm trägt. Dieses wird im monochromen Manga natürlich schwarz dargestellt, also wieder fast das gleiche Problem. Eine pechschwarze Person mit dicken Lippen, welche an rassistische Karikaturen aus der Zeit der Sklaverei erinnert. Ich möchte den Machern von Kinnikuman auch nichts unterstellen und kann mir auch vorstellen, dass das alles nur Zufall ist, aber einen guten Eindruck macht das natürlich nicht. Vor allem nicht aus heutiger moderner Sicht, wo man einfach eine gewisse Sensibilität für solche Themen entwickelt hat. Es gibt auch einen Shōnen aus Deutschland, welcher immer in einer Nazi-Uniform mit Hakenkreuz drauf rumläuft. Ich habe auch durch Zufall ein Bild aus dem Anime gefunden, auf dem Suguru mit diesem Charakter den Hitlergruß macht. Ich meine, hallo? Diese Szene kommt allerdings nicht im Manga vor, soweit ich mich erinnere. Yude Tamago hat damit also nichts zu tun. Das klang jetzt sicher alles echt katastrophal, aber insgesamt machen solche Aspekte glücklicherweise nur einen sehr kleinen Teil von Kinnikuman aus und man darf auch nicht vergessen, dass andere Mangas aus der gleichen Zeit leider ähnliche Probleme haben. Ich fand es definitiv schön zu sehen, dass in den modernen Kapiteln von Kinnikuman solche Dinge nicht mehr vorkommen. Unterm Strich hat mir der originale Kinnikuman Manga von 79 trotz einiger Macken gut gefallen und was ich bisher vom 2011er Sequel gelesen habe, fand ich sogar noch besser. Der Manga ist für mich in etwa das, was ich mir ursprünglich von Sakigake Tokujuku erhofft hatte. Es gibt ähnlich testosterongeladene Kämpfe mit bizarren Fähigkeiten und einen haarsträubend bekloppten Plot, aber im Gegensatz zu Sakigake sind die Arcs deutlich abwechslungsreicher, Kinnikuman hat bessere Charaktere und ein viel besseres Finale, welches nicht total übers Knie gebrochen wurde. Leider gibt es den Manga nicht offiziell übersetzt, sondern nur als Fanübersetzung. Der Anime ist inzwischen größtenteils untertitelt, aber beim letzten Arc fehlen wohl noch ein paar Folgen. Ich würde es ja großartig finden, wenn Kinnikuman irgendwann mal eine Neuauflage, so ähnlich wie JoJo 2012 bekommen würde, weil der alte Anime von einem moderneren Look und besseren Animationen gut profitieren könnte und man auch so die ein oder andere Schwäche des Mangas beheben könnte. Das war's mit meiner Review. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal.